Moin Moin und herzlich willkommen zum TW. Ja, zum TW, denn in den folgenden Minuten geht es um die Gebäude des kroatischen Herstellers Tabletop World. Die Jungs sind seit vielen Jahren für ihre extrem hochwertigen Fantasy-Gebäude und den ein oder anderen Kickstarter bekannt. Jedes Gebäude von Tabletop World besteht aus Resin und stets äußerst wenigen Bauteilen. Dieses kleine Cottage setzt sich beispielsweise aus nur 2 Teilen zusammen. Genauer gesagt dem Mauerwerk und dem Dach samt Giebeln. Das Townhouse hat dann sogar noch einen extra Schornstein und einen einzelnen Wassereimer. Ansonsten ist bereits alles fest an den Gebäuden verbaut und absolut erstklassig produziert. Bei meinen beiden Gebäuden habe ich nicht einen Gussgrad oder auch nur eine einzige Luftblase finden können. Und das bei all den unzähligen Details, außen sowie innen. Diese Qualität hat natürlich seinen Preis, wobei zu den Online-Preisen des kroatischen Herstellers auch noch Steuern hinzukommen. Und Versandkosten ebenfalls. Da lohnt es entweder die jährlichen Weihnachtsangebote abzuwarten oder bei einem der wenigen deutschen Händler zu bestellen, der die Geländestücke führt. Wenn man unbedingt nach Kritik sucht, dann könnte man anführen, dass die meisten Modelle strikt für 28 mm Figuren ausgelegt sind und sich ein Modell auf einer zum Beispiel 5 mm hohen Base schon mal den Kopf an der Decke stoßen kann. Meine beiden Gebäude hatte ich mir übrigens mal vor rund 4 Jahren für Saga gekauft, aber irgendwie haben sie es nie auf den Maltisch oder auf die Spielplatte oder gar vor die TWS-Kamera geschafft. Was passt da jetzt also besser, als dem Cottage und Townhouse nun endlich buntes Leben einzuhauchen? Zunächst sollte man die Tabletop World Modelle immer gut mit Seifenwasser abwaschen, um eventuelle Trennmittelrückstände zu entfernen, die ein Haften der Farbe erschweren würden. Danach grundieren. Ich habe Corax White von Games Workshop verwendet. Dann habe ich mir ein helles Steingrau für die Ziegel angemischt. Hierbei müsst ihr übrigens nicht eure teuren Acrylfarben in den Minitöpfchen oder Dropper Bottles nehmen. Selbstverständlich gehen auch die günstigeren Acrylfarben, mit denen ihr euer sonstiges Gelände bemalt. Ihr müsst sie halt nur ausreichend mit Wasser verdünnen und ein Spritzer Holzleim zur direkten Versiegelung kann auch nicht schaden. Es folgt ein dunkles Holzbraun für das Fachwerk. Dafür habe ich ein Holzbraun ganz einfach mit etwas Schwarz abgedunkelt. Innen kommt dagegen das pure und deutlich wärmere Holzbraun zum Einsatz. Zudem ein beiger Sandton für die Wände. Für die Dächer habe ich mich wieder für ein Blau entschieden, genau wie beim MDF-Turm aus dem oben verlinkten Frostgrave Geländevideo. Der Grundfarbe habe ich dann etwas Schwarz beigemischt, um nach dem Trocknen mit dem puren Blau und danach mit einem aufgehellten Hellblau einige Highlights zu tupfen. Dazu benutze ich wie üblich einen Schminkpinsel. Es folgt das mit Schwarz abgedunkelte Holzbraun für weitere Holzdetails. Danach sind die wichtigsten Grundfarben auch schon aufgebracht. Wobei schon etwas relativ ist, denn wer all die vielen Details sauber bemalen will, sollte pro Gebäude rund 2 Stunden Bemalzeit einplanen. Danach könnten natürlich ganz einfach ein Wash und Trockenbürsten folgen, aber ich möchte an beiden Gebäuden jeweils etwas Neues ausprobieren. Brent vom Kanal Goobertown Hobbies hatte vor einiger Zeit mit Real Terrain Hobbies ein Bemalmarathon mit Tabletop World Gebäuden aufgezeichnet. Und dabei stets Pigmente in die Fugen des Mauerwerks gebürstet, um helle bzw. bunte Fugen zu erhalten. Das probiere ich nun ebenfalls beim Cottage und versiegel die Pigmente dann mit, nein, nicht mit Deo, sondern mit Haftgrund bzw. Tiefengrund aus dem Baumarkt. Eine Deodorantsprühflasche mit feinem Zerstäuber ist dafür nämlich ideal. Nach dem Trocknen färbe ich die Ziegel noch ganz leicht mit Washes ein, indem ich einen schwarzen und dunkelbraunen Wash quasi per Trockenbürsten auftrage. Das mache ich deswegen, damit die Fugen möglichst hell bleiben. Ansonsten verdünne ich die Washes noch zu 50% mit Wasser und schattiere damit das Dach und das Innere des Häuschens. Für das Townhouse mische ich mir aus Ölfarben 2 stark verdünnte Washes an, 2 sogenannte Filter. Die trage ich dann nass in nass aufs komplette Gebäude auf. Der Vorteil bei Ölfarben ist ja, dass man sie nach dem Trocknen auch wieder abnehmen kann.
Aber da ich sie ohnehin sehr dünn angemischt habe, ist das gar nicht nötig. Ansonsten haben Ölfarben noch den Vorteil, dass sie wesentlich besser in jede noch so kleine Ritze laufen. Mehr über Ölfarben erfahrt ihr übrigens im oben verlinkten Video. Abschließend dann nur noch mit einem Hellgrau und ganz nach Geschmack auch noch mit einem Weiß und einem feinen Schminkpinsel trockenbürsten. Danach mit Mattlack versiegeln und schon wären die Gebäude auch schon dekorierbereit. Denn wie ihr seht, warten immer noch einige Details auf Farbtupfer. Darum kümmere ich mich aber erst in den kommenden Tagen und stelle die Fotos dann für euch auf die TWS Facebook und Instagram Seite. Die Links findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Viel Spaß schon mal beim Anschauen und schreibt mir gerne, welche Bemalvariante euch besser gefällt. Ölfarben oder Pigmente? Knifflig, ich weiß. Wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann.